Daniel, was liest du da? Das hier, das ist das neue Buch von Like Germans zum Deutschlernen. Das heißt German Easy Reader for Beginners. Neues Buch? Und was steht da drin? Das Buch besteht aus 25 Kurzgeschichten, die euch dabei helfen, Deutsch zu lernen. Die Geschichten sind ähnlich aufgebaut wie unsere Videos. Zu jeder Geschichte bekommt ihr eine Zusammenfassung, eine Vokabelliste mit Übersetzungen der schwierigsten Wörter auf Englisch und außerdem ein Quiz, mit dem ihr überprüfen könnt, ob ihr alles verstanden habt. Also Leute, das ist unser neues Buch German Easy Reader for Beginners. Wenn euch unsere Videos schon auf diesem Kanal gefallen, dann werdet ihr es lieben. Ihr könnt es ganz einfach bei Amazon bestellen. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und jetzt viel Spaß mit dem neuen Video. Auf geht's! Heute hat meine Schwester Geburtstag. Früher haben wir ihren Geburtstag zusammen mit der Familie gefeiert. Aber nach unserem Streit vor einem Jahr reden wir nicht mehr miteinander. Heute hat meine Schwester Geburtstag. Früher haben wir ihren Geburtstag zusammen mit der Familie gefeiert. Aber nach unserem Streit vor einem Jahr reden wir nicht mehr miteinander. Wir hatten einen heftigen Streit und haben uns davon nie wirklich erholt. Wir hatten einen heftigen Streit und haben uns davon nie wirklich erholt. Ich habe schon versucht, mit ihr darüber zu sprechen, aber es hat nichts gebracht. Ich habe schon versucht, mit ihr darüber zu sprechen, aber es hat nichts gebracht. Oh, mein Handy klingelt. Ich sollte rangehen. Vielleicht ist es etwas Wichtiges. Hallo Mama, was gibt es? Warum rufst du mich an? Hallo Mama, was gibt es? Warum rufst du mich an? Schatz, bitte rede mit deiner Schwester. Heute ist ihr Geburtstag. Ihr streitet euch schon viel zu lange. Schatz, bitte rede mit deiner Schwester. Heute ist ihr Geburtstag. Ihr streitet euch schon viel zu lange. Es tut mir leid, Mama, aber ich will nicht mit ihr reden. Ich habe es schon versucht. Sie ist nicht darauf eingegangen. Es tut mir leid, Mama, aber ich will nicht mit ihr reden. Ich habe es schon versucht. Sie ist nicht darauf eingegangen. Ich weiß, aber sie hat mir gesagt, dass ihr alles unglaublich leid tut. Sie würde sich sehr darüber freuen, dich heute zu sehen. Ich weiß, aber sie hat mir gesagt, dass ihr alles unglaublich leid tut. Sie würde sich sehr darüber freuen, dich heute zu sehen. Warum sagt sie mir das nicht selbst? Warum sagt sie mir das nicht selbst? Weil es ihr sehr unangenehm ist, darüber zu sprechen. Bitte, mein Kind, rede mit deiner Schwester. Weil es ihr sehr unangenehm ist, darüber zu sprechen. Bitte, mein Kind, rede mit deiner Schwester. Ich weiß nicht, Mama. Wegen ihr musste ich so viel durchmachen. Das will ich nicht noch einmal. Ich weiß nicht, Mama. Wegen ihr musste ich so viel durchmachen. Das will ich nicht noch einmal. Ich weiß, Nils. Sie hat mir versprochen, dass so etwas nie wieder passiert. Ich weiß, Nils. Sie hat mir versprochen, dass so etwas nie wieder passiert. Sie hat schon einmal gelogen, Mama. Warum denkst du, dass sie das nicht noch einmal tun wird? Sie hat schon einmal gelogen, Mama. Warum denkst du, dass sie das nicht noch einmal tun wird? Wenn du es nicht für sie tust, dann tu es für mich, Nils. Ich bitte dich darum. Wenn du es nicht für sie tust, dann tu es für mich, Nils. Ich bitte dich darum. Du weißt, dass ich alles für dich tun würde, Mama. Ist es dir wirklich so wichtig? Du weißt, dass ich alles für dich tun würde, Mama. Ist es dir wirklich so wichtig? Ja, ich meine das ernst. Es bedeutet mir sehr viel.
Ich will unbedingt, dass meine Kinder sich wieder versöhnen. Ja, ich meine das ernst. Es bedeutet mir sehr viel. Ich will unbedingt, dass meine Kinder sich wieder versöhnen. Okay, dann werde ich jetzt losfahren. Bis gleich, Mama. Okay, dann werde ich jetzt losfahren. Bis gleich, Mama. Bis gleich, Liebling. Bis gleich, Liebling. Für meine Mutter würde ich alles tun. Für meine Mutter würde ich alles tun. Meine Schwester hat mich damals beklaut. Ich hatte ein Sparbuch in Höhe von 5.000 Euro. Sie hat es bei der Bank aufgelöst und ist mit dem Geld abgehauen. Meine Schwester hat mich damals beklaut. Ich hatte ein Sparbuch in Höhe von 5.000 Euro. Sie hat es bei der Bank aufgelöst und ist mit dem Geld abgehauen. Seitdem sie das getan hat, kann ich ihr nicht mehr vertrauen. Seitdem sie das getan hat, kann ich ihr nicht mehr vertrauen. Hier ist das Haus von meinen Eltern. Hier ist das Haus von meinen Eltern. Hallo Nils, danke, dass du gekommen bist. Das bedeutet mir wirklich viel. Hallo Nils, danke, dass du gekommen bist. Das bedeutet mir wirklich viel. Natürlich, Mama, für dich würde ich alles tun. Wo ist denn meine Schwester? Natürlich, Mama, für dich würde ich alles tun. Wo ist denn meine Schwester? Sie wartet im Wohnzimmer auf dich. Sie wartet im Wohnzimmer auf dich. Ich werde mit ihr reden, aber ich kann nicht versprechen, dass es danach besser ist. Ich werde mit ihr reden, aber ich kann nicht versprechen, dass es danach besser ist. Hallo Schwester. Hallo Schwester. Hey Nils, wie geht es dir? Hey Nils, wie geht es dir? Lass uns am besten gleich zur Sache kommen. Wir müssen nicht um den heißen Brei reden. Lass uns am besten gleich zur Sache kommen. Wir müssen nicht um den heißen Brei reden. Es tut mir wirklich leid, was ich damals gemacht habe. Es tut mir wirklich leid, was ich damals gemacht habe. Das ist alles? Es tut dir leid? Warum sollte ich dir jemals wieder vertrauen? Das ist alles, es tut dir leid. Warum sollte ich dir jemals wieder vertrauen? Ich weiß, dass ich einen Fehler gemacht habe. Ich wünsche mir, dass alles wieder so wird wie früher. Ich weiß, dass ich einen Fehler gemacht habe. Ich wünsche mir, dass alles wieder so wird wie früher. Das wird es aber nicht. Nicht, nachdem du mich beklaut hast. Das wird es aber nicht. Nicht, nachdem du mich beklaut hast. Ich werde jetzt gehen. Ich werde jetzt gehen. Halt, warte, ich muss dir noch etwas erzählen. Halt, warte, ich muss dir noch etwas erzählen. Was denn? Was denn? Ich habe das damals nicht gemacht, weil ich dich beklauen wollte. Ich habe das damals nicht gemacht, weil ich dich beklauen wollte. Warum dann? Warum dann? Eine Freundin von mir hatte Geldprobleme und ich habe ihr geholfen. Eine Freundin von mir hatte Geldprobleme und ich habe ihr geholfen. Warum sagst du das nicht gleich? Ich hätte dir geholfen. Wir sind deine Familie. Wir sind für dich da. Warum sagst du das nicht gleich? Ich hätte dir geholfen. Wir sind deine Familie. Wir sind für dich da. Ich habe mich geschämt. Ich konnte es nicht erzählen. Bitte verzeih mir, Bruderherz. Ich habe mich geschämt. Ich konnte es nicht erzählen. Bitte verzeih mir, Bruderherz. Ich verzeihe dir, Laura. Ich verzeihe dir, Laura. Sehr gut. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen.
Schreibt uns gerne einen Kommentar, wenn ihr ein Video zu einem bestimmten Thema wollt. Auf unserer Website likegermans.com findet ihr weiteres Material zum Deutschlernen. Bis zum nächsten Video. Euer David und Daniel. Viel Spaß!